Stell dir vor, du arbeitest 80 bis 100 Stunden die Woche, schläfst sogar manchmal in deinem Büro und drückst deinen Körper und deinen Geist bis an die absolute Grenze. Genauso hat Elon Musk es geschafft, Unternehmen wie Tesla und SpaceX aufzubauen. Aber hier ist die große Frage: Ist dieses extrem hohe Arbeitspensum das Geheimnis für Erfolg oder ein gefährlicher Lebensstil? Das finden wir heute heraus in diesem Video. Elon Musk ist berühmt für seine extreme Arbeitsmoral. In bestimmten Phasen seines Lebens hat er Berichten zufolge genau so gearbeitet. 80 bis 100 Stunden pro Woche und manchmal sogar mehr während kritischer Projektphasen. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. All those things improve the odds of success. Okay. I Great. mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Und er selbst sagt auch, dass er manchmal in der Fabrik geschlafen hat, beziehungsweise schläft, an Wochenenden arbeitet und sein Tagesplan ist geplant in 5 Minuten Blöcken. Diese Intensität, die liegt weit über dem, was die normalen Menschen für normal halten. Richtig? Ich glaube schon. Spätestens an dieser Stelle würde jeder Mensch sagen, dieser Mensch ist doch krank, oder? So viel zu arbeiten, so viel zu tun, sich so an die Grenze zu treiben, ne, das ist zu viel des Guten, oder? Aber warum funktioniert diese Methode überhaupt? Warum führt so ein extremer Einsatz manchmal zu Erfolg? Lange Arbeitszeiten erlauben tiefe Konzentration auf komplexe Probleme. Mehr Stunden bedeuten oft schnellere Entscheidungen, schnellere Umsetzung und dementsprechend auch schneller Erfolg. Also Fortschritt. Dieser Fokus auf diese Arbeit, die fast schon wie eine Obsession ist, das ist so wie bei Elitesportlern. Die treiben ihren Körper bis ans Limit und nutzen wirklich jede freie Minute. Wirklich jede freie Minute. Da zählt die Zeit so viel. Aber was hat dieser Lebensstil für ernsthafte Nachteile? Diese extremen Arbeitszeiten können dazu führen, dass ihr mental komplett erschöpft seid. Und natürlich, dass eure Leistungsfähigkeit auch reduziert ist, je nachdem wie lange ihr arbeitet. Aber natürlich, desto mehr ihr arbeitet, desto mehr Zeit investiert. Vielleicht verliert der ein oder andere auch seine Motivation daran. Das ist ja auch so ein großer Punkt, der eigentlich schon sehr negativ ist. Wenn du zu viel arbeitest, beziehungsweise ihr zu viel arbeitet, dann ist es ja auch so, dass sich das auf euren Schlaf auswirkt und ihr vielleicht zu wenig schlaft oder nicht so gut. Und das kann natürlich auch euren Fokus beeinträchtigen. Wenn ihr eine große Verantwortung trägt, wirkt sich das natürlich auf eure Entscheidungsfähigkeit aus und natürlich auch eure allgemeine Gesundheit. Natürlich auch Stress und Gesundheit zusammen in einem ergibt natürlich vielleicht chronischen Stress, der eure Hormone beeinflusst, der euer Immunsystem beeinflusst, eure psychische Gesundheit. Und ja, ich kenne das selber, dass man manchmal sehr gestresst ist und auch in Phasen sehr gestresst ist und manchmal nicht wirklich runterkommen kann und einfach nur erledigt. Und hier muss man manchmal einen Schlussstrich vielleicht ziehen. Genauso haben das auch die Leute gesagt, die mir von solchen Erfahrungen berichtet haben. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. They should not do this. It's very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. It hurts. This is not recommended for anyone. Aber was können wir von diesem Genie oder auch Extremist genannt, Elon Musk, lernen? Ja, zum Beispiel tiefes Arbeiten zählt. Fokussiertes Arbeiten ohne Ablenkung ist viel wertvoller als ständiges Multitasking. Hier ein bisschen, da ein bisschen.
wirklich Deep Fokus ist das A und O hier. Der andere Punkt ist, dass ihr euch Prioritäten setzen müsst. Bedeutet, er fokussiert sich höchstwahrscheinlich auf die Aufgaben, die den größten Wirkungsbereich haben, also die am meisten, die den längsten Hebel haben und somit viel mehr langfristig umsetzen, als wenn ihr irgendwelche kleinen Sachen abarbeitet, die nicht so viel Wirkung haben. Ihr müsst nicht alles machen, sondern nur das, was am wichtigsten ist. Extreme Arbeitsphasen können in bestimmten Situationen gut funktionieren, aber langfristiger Erfolg braucht auf jeden Fall Balance und Regeneration. So viel steht fest. Es geht darum, effektiv zu arbeiten und nicht viel zu arbeiten, weil ein hoher Energieaufwand bringt nicht gleich viele Ergebnisse, nur weil ihr viel Energie verbraucht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich denke, so wie er lebt, ist es für ihn gut. Er hat sich dementsprechend eingestellt, er hat es umgesetzt, sich daran gewöhnt und es funktioniert für ihn dementsprechend genauso, wie er es macht. Anderen würde das vielleicht sogar schlecht tun oder sie würden dadurch über sich hinauswachsen und sogar eine viel erfolgreichere Version ihrer selbst werden. Allein dadurch, dass sie diese Sachen implementieren in ihr Leben, was vielleicht gerade einfach nur normal abläuft, ohne viel zu arbeiten, ohne sich auf die richtigen Aufgaben zu fokussieren und so weiter und so fort, wie ich es gerade erklärt habe. Ja, Elon Musks Arbeitsmoral ist zu extrem oder ist extrem und sie hat eindeutig zu seinem Erfolg beigetragen. Aber die echte Lektion ist nicht, seinen Lebensstil zu kopieren, sondern zu verstehen, wann Intensität hilft und wann sie euch schadet. Was denkst du? Ist extreme Arbeit der Schlüssel zum Erfolg oder wird sie überschätzt? Schreib es in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr wieder etwas Interessantes von mir hört. Bis dahin.